Kennst du den Geldscheintrick? Dabei wird Geld unter den Scheibenwischer geklemmt. Was da vor sich geht und ob es dafür Beweise gibt, erfährst du jetzt. Hallo, ich bin Tom. Viele von euch haben bestimmt schon mein Video gesehen über den Geldscheintrick. In diesem Video geht es darum, herauszufinden, ob es diesen Trick wirklich gab und oder noch gibt. Ich habe versucht, mit der Polizei zu sprechen. Ich habe mit dem ADAC gesprochen, dazu aber später mehr. Erstmal eine kurze Erklärung, was der Geldscheintrick ist. Ausführlich kannst du es dir im Video angucken, aber es geht darum, dass der Täter einen Geldschein, meistens Falschgeld, unter die Windschutzscheibe klemmt, bzw. unter den Scheibenwischer klemmt. Und zwar so geschickt, dass man ihn von außen nicht sieht und dass man ihn erst sieht, wenn man im Auto sitzt. Das heißt, die Hoffnung des Täters ist, dass das Opfer einsteigt ins Auto, den Schlüssel reinsteckt, dann den Geldschein sieht, nun ohne den Schlüssel zu ziehen und ohne die Tür zu verschließen aufsteht, aus dem Auto rausgeht, um nach dem Geldschein zu greifen, damit in dem Moment der Täter ins Auto springen kann und davonfahren kann. Zuallererst mal, es gibt unheimlich viele Tricks, wie dieser Kanal beweist, die nur dazu dienen, Opfer abzulenken. Deswegen ist es schon mal gut, sich das Video anzugucken, weil man so geschult wird, aufmerksam zu sein. Aber natürlich will ich auf meinem Kanal keinen Quatsch erzählen. Zum allerersten Mal habe ich von dem Geldscheintrick gehört, als mir ein Bekannter davon erzählt hat, der bis heute schwört, dass es ihm passiert ist. Außerdem gab es viele Kommentare und auch Zuschriften, die bestätigt haben, dass sie sowas erlebt haben oder Bekannte sowas erlebt haben. Allerdings gibt es auch viele Kommentare, die Zweifel haben, die große Zweifel haben und sagen, hey, das kann nicht sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe natürlich damals meinen Bekannten geglaubt, vor allem weil er so überzeugend war, und habe dann auch recherchiert und habe auch Webseiten gefunden, wo von diesem Trick berichtet wurde. Um aber auch den skeptischen Stimmen gerecht zu werden, habe ich beschlossen, der Sache nochmal auf den Grund zu gehen. Das ist jetzt über ein Jahr her mit dem ersten Video und ich dachte damals, es ist vielleicht ein neuer Trend, auf den man aufmerksam machen muss. Wenn es tatsächlich so war, dann gibt es heute bestimmt jede Menge Berichte und offizielle Warnungen und polizeiliche Warnungen vor diesem Trick. Ich habe daraufhin mit der Pressestelle der Polizei Kontakt aufgenommen. Dort hatte ich leider keinen Erfolg. Habe aber auch mit der Pressestelle des ADAC Kontakt gehabt. Die wiederum haben mir ganz lieb und nett zurückgeschrieben, dass ihnen allerdings keine solche Fälle bekannt sind. Dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mal im Internet. Was gibt es denn da alles? Jetzt muss ich ein bisschen meinen Spickzettel dazu nehmen, dass ich keinen Quatsch erzähle. Also zuerst bin ich auf ein Forum gestoßen, in dem ganz konkret dieser Trick beschrieben wird, mit Namen, mit Ort und so weiter und so fort, sehr detailliert. Ein Link findest du in der Videobeschreibung, ist aber, ich sage jetzt mal, nur ein Forumsbeitrag. Des Weiteren habe ich ein Video auf focus.de gefunden, wo auch der Trick exakt, ziemlich genau so beschrieben wird, wie ich ihn beschrieben habe. Da spürt man schon, okay, focus.de ist jetzt eine große Webseite, da müsste ja schon was dahinter sein. Aber was es überhaupt nicht gab, ist bei Bund, Ländern oder Polizeibehörden irgendwelche Hinweise auf diesen Trick. Man findet einfach nichts in Deutschland. Dann dachte ich mir, okay, ich probiere es mal auf Englisch, die englische Websuche bemüht und bin dann auf ein paar Seiten im Englischen gestoßen, besser gesagt im Amerikanischen. Und zwar eine Websuche auf Englisch ergab, dass in den USA von der Polizei bestätigte Fälle gab, in denen Geldscheine unter Windschutzscheiben geklemmt wurden. Über den Grund wurde allerdings nur spekuliert. Und dann gibt es noch bei ABC News einen Artikel, dort hat die stellvertretende Generalstaatsanwältin für Verbraucherschutz von Maryland vor diesem Trick gewarnt. Sie sagt, sie hat darüber einen Bericht gekriegt und fühlt sich verantwortlich und möchte die Menschen davor warnen. Skurrilerweise widerspricht dem der Sheriff aus diesem Distrikt und sagt, diesen Bericht gab es bei uns nie. Also selbst hier herrscht einige Verwirrung. Es lässt sich also zusammenfassen.
Es gibt einige Berichte, die dafür sprechen, dass es diesen Trick gab oder gibt. Er ist ja auch relativ plausibel, aber da es keinerlei Hinweise von deutschen Behörden gibt, von Bund, Ländern und Polizeibehörden nicht, dass es diesen Geldscheintrick wirklich gibt, dass davor gewarnt wird, dass Wohnmobilfahrer und dass Autofahrer davor gewarnt werden, Achtung, fallt nicht auf diesen Trick rein, das spricht schon extrem dagegen, dass es diesen Trick entweder nicht mehr gibt oder auch nie wirklich gab. Es kann ja gut sein, dass es wie in den USA Geldscheine unter an Windschutzscheiben, also unter Scheibenwischern gab und dass dieser Trick auch versucht wurde, aber dass er sich nicht gerechnet hat, dass das Herstellen des Falschgeldes nicht so viel Aufwand war und dann keiner drauf reingefallen ist oder dass es einfach nicht geklappt hat, weil die Zeit zu knapp ist, ins Auto zu springen, wenn jemand nur mal kurz aussteigt oder. Also es kann sein, dass es diesen Trick gab, dass es ihn ansatzweise gab, aber dass er völlig erfolglos war. Aber im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass wohl die Geschichte das Beste an diesem Trick ist. Ich werde einen Link zu diesem Video bei dem alten Video hinzufügen, damit quasi als Fortsetzung, und werde das alte Video auch online lassen, um quasi auf dieses Video hinweisen zu können, damit dieser zweite Teil, die Aktualisierung, gesehen wird. Das war damals eins meiner ersten Videos und ich fand es total spannend, dass ich von den Bekannten diesen Trick gehört habe und dachte, es ist vielleicht ein neuer Trend, den kann man vielleicht helfen, ein bisschen aufzuhalten, wenn man darüber aufklärt. Wer weiß, vielleicht haben wir das ja auch geschafft und deswegen gibt es den Trick gar nicht mehr. Das lässt sich nicht genau sagen. Irgendwo muss dieser Trick herkommen, es muss ihn gegeben haben in irgendeiner Form. Aber ob er je wirklich erfolgreich ausgeführt wurde, lässt sich einfach nicht feststellen. Und deswegen möchte ich dieses Video hier nutzen, um genau diesen Punkt klarzustellen. So, das war's schon. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bitte like das Video, abonniere den Kanal. Mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao.